Trotz finalem Patch scheint man bei Ubisoft immer noch nicht so recht die Finger von Anno 1800 lassen zu wollen. So arbeitet man unter anderem unter Hochdruck an einem ersten Patch für die Konsolenversion, präsentiert einen eigenen Modloader und arbeitet weiterhin an 3 Cosmetic-DLCs für das Spiel. Daher, wie gewohnt, alles kompakt zusammengefasst in den heutigen Anno News. Wie erwähnt, erwarten euch dieses Jahr noch 3 Cosmetic-DLC, die sowohl für die Konsolenversion als auch für die PC-Version erscheinen werden und jeweils roundabout 5 € kosten werden. Diese sollen sich etwas nebulös auf Aspekte konzentrieren, die bisher vernachlässigt wurden. In den kommenden Wochen soll es die ersten Bilder dazu geben und die genauen Themen präsentiert werden. Der erste der 3 DLCs soll dann im Mai erscheinen und ich halte euch hier natürlich in den Anno News auf dem Laufenden. Im Moment liegt mir den Fokus aber voll und ganz auf den ersten Patch für die Konsolenversion. So sollen zum Beispiel aufgekommene Probleme mit dem Diplomatie-Menü, Abstürze und vor allem visuelle Glitches angegangen werden. Auch bei der PC-Version kam es trotz intensiven Beta-Tests zu neuen Problemen, die aktuell untersucht werden. So soll es vorkommen, dass die Versionsnummer des Spiels dauerhaft sichtbar ist und Stempel mit Sonderzeichen falsch dargestellt werden. Ebenfalls scheint es im Multiplayer verstärkt zu Desync-Problemen zu kommen, was am neuen Modloader liegen könnte und daher empfohlen wird, bis auf weiteres ohne Mods zu spielen. Alle diese und weitere Probleme sollen dann ebenfalls in Kürze mit einem Hotfix beseitigt werden. Apropos Modloader. Dieser wurde ohne Ankündigung mit dem Game Update 17 an alle PC-Spieler ausgeliefert und sozusagen als geheimes Abschlussgeschenk für die Community vermarktet. So kann das Spiel jetzt automatisch Mods im neu geschaffenen Mod-Ordner erkennen und sie beim Spielstart selbstständig laden. Probleme könnte es hier aber geben, wenn ihr bereits vorher auf alternative Modloader zurückgegriffen habt, daher solltet ihr diese gegebenenfalls unbedingt vorher deinstallieren. Der Modloader ist dabei übrigens keine Eigenkreation von Ubisoft, sondern vom Modder Mio X-Force übernommen und an den finalen Patchstand des Spiels angepasst worden. Auf dem offiziellen Anno-Discord könnt ihr außerdem in den kommenden Tagen am sogenannten Annoverse Quiz-Event teilnehmen. Hier sollt ihr dann Fragen zu allen Anno-Titeln beantworten und dabei Preise gewinnen können. Los ging es hier bereits am Montag, den 17.04.2023. Den Link dorthin habe ich wie gewohnt eingeblendet und in die Videobeschreibung gepackt. Sobald es weitere Neuigkeiten rund um die Anno-Spiele gibt, werde ich natürlich hier wieder gerne für euch berichten. Dass euch das dann auch erreicht, einfach ein kleines Abo dalassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.